Ja, von der AMIS-Methode habe ich von einem Freund gehört, der das Ganze 2 Monate vor mir hat machen lassen. Er war so begeistert, dass er mich dazu angeregt hat, dass ich mich darüber informiere, und dann habe ich es ebenfalls machen lassen. Faszinierend, 7 Stunden nach der Operation bin ich bereits auf meinen beiden Beinen gestanden. Ich konnte es kaum glauben, und 4 Tage danach bin ich schon aus der Klinik gegangen, mit Gehhilfen, aber selbst die hätte ich nicht gebraucht. Ich hatte nur sehr wenige Einschränkungen nach der Operation, ganz wenig Schmerzen, faszinierend, konnte nach einem Tag schon selbstständig gehen, und nach 10 Tagen habe ich die Gehhilfen auf die Seite gestellt. Genau nach 10 Tagen habe ich keine Schmerzmittel auch gebraucht und konnte mich frei bewegen in meinem Haus zu Hause. Herr Dr. Nolde hat mich davon überzeugt, dass es erst besser ist, den Knochen heilen zu lassen und danach dann den Muskel zu belasten. Daran habe ich mich gehalten, und so habe ich mir 3 Wochen Rehabilitation gespart. Ich bin sehr zufrieden mit der AMIS-Methode. Ich hatte meine erste Hüft-OP im Juli letzten Jahres und habe mich schon 5 Monate danach entschieden, meine zweite Hüfte, die ebenfalls betroffen war, operieren zu lassen. Ich denke, das spricht Bände. Ich muss wirklich sagen, es ist faszinierend und fast schon ein Wunder, wie das funktioniert hat. Habe mich sehr gut nach der Operation gefühlt. Ja, weil alles vorbei war, war ich entspannter als vorher. Hatte ich mich sehr gut danach gefühlt. Ich hatte an dem OP-Tag Schmerzmittel bekommen, und danach habe ich keine Schmerzmittel mehr gebraucht. Ich hatte auch keine Schmerzen mehr. Für eine Reha hatte ich mich entschieden. Ich hatte mich für die ambulante Reha entschieden, weil ich es für effektiver empfunden habe. Zu meinen alltäglichen Aktivitäten konnte ich eigentlich relativ schnell, also nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, konnte ich außer Autofahren fast alles wieder machen. Behinderung war halt nur durch die Krücken, die etwas mich eingeschränkt haben. Nach 14 Tagen hatte ich keine Krücken mehr. Die Methode nach AMIS habe ich entdeckt durch die Apothekenumschau. Da war ein Artikel drin vom Dr. Gollwitzer, und das hat mich sehr interessiert, weil halt relativ wenig Nebenwirkungen, sage ich einmal, durch die AMIS-Methode entstehen würden. Und weil ich mich sehr schnell wieder wohlgefühlt habe. Also zu meinen alltäglichen Aktivitäten konnte ich eigentlich recht schnell zurückkehren. So nach einer Woche wurde ich entlassen, kam dann nach Hause, und es ging eigentlich im Wesentlichen wieder ganz normal weiter. So leichtere Haushaltstätigkeiten, Hund spazieren gehen, das war überhaupt kein Problem. Also ich musste natürlich etwas langsamer gehen und nicht vielleicht so lange wie sonst, aber ich konnte mich eigentlich normal bewegen ohne Einschränkung. Ja, so circa 4 Wochen nach der OP waren die Einschränkungen im Großen und Ganzen nicht mehr spürbar, waren ganz weg. Das war eigentlich durch den Herrn Dr. Gollwitzer. Als ich beim ersten Mal hier in München bei ihm zum Vorgespräch war, habe ich von dieser AMIS-Methode gehört. Also reizvoll fand ich an der Methode, dass es wohl mit recht wenig Muskelverletzungen einhergeht und dementsprechend dann auch wahrscheinlich die Rekonvaleszenz entsprechend schnell gehen würde. Ich würde mich selbstverständlich wieder für AMIS entscheiden.